Aber nachdem wir jetzt ein paar Tage wolkiges und regnerisches Wetter haben, ist heute wieder wunderschönes Wetter und das nutzen wir direkt mit einem kleinen Abenteuer im Trousseau Valley. So, die Brücke hier ist quasi der Beginn der Wanderung und die Wanderungen sind so 11 Kilometer, bisschen so 230 Meter bergauf und laut Karte soll es 3,5 Stunden dauern. Das ist jetzt hier so die erste große Attraktion auf dem Weg, so eine Mineralquelle, wo lustigerweise ganz viele Kühe natürlich da rumstehen. Was auch sonst. Pancake. Sind wir gegenüber von so einem Café, wo man auch zelten darf und wo, glaube ich, auch so die ganzen Taxen erstmal die Touris hinbringen. Also hier ist auf jeden Fall ganz schön was los. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, erstmal ein Stück gleich weiterzugehen. Also machen jetzt hier eine kurze Pause, gehen dann weiter und gucken dann nochmal, weil da drüben soll wohl dann auch dieses... Was ist los? Weil da drüben soll dann dieses Becken sein. Da war gerade so ein Schild und dann gucken wir uns das aber einfach morgen auf dem Rückweg nochmal an. Wir kommen ja eh dran vorbei. Das sind nur andere Hunde. Ein Grund, warum wir bzw. ich gerne nach Georgien wollten, ist übrigens, weil wir zusammen eine Doku geguckt haben, wozu ich auch das Buch habe, das heißt Weit, eine Reise um die Welt. Da sind zwei Menschen einfach nur mit dem Rucksack und hauptsächlich per Anhalter immer weiter nach Osten, bis sie aus dem Westen wiederkamen, einmal komplett um die Welt quasi gereist. Und die waren auch in Georgien und haben sehr viel von Georgien geschwärmt und dass es halt so ein Land ist, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und das hat mich bzw. uns total inspiriert, hier auch mal hinzufahren. Jetzt wandern wir hier gerade einen Tag mal wieder mit dem Zelt und Rucksack und allem Kram durch die Gegend. Und ich denke mir jetzt schon, es ist wirklich hart. Also die haben halt auch einfach nur ihr Zelt immer dabei gehabt und Rucksäcke. Und ja, da weiß man seinen Van mit dem ganzen Luxus, auch wenn er klein und fein ist und auch so manche Macken hat, sehr, sehr zu schätzen. Aber sonst lohnt es sich auf jeden Fall voll, auch mal den Van stehen zu lassen, weil das hier ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Gefühl von Weite und man fühlt sich nochmal verbundener mit der Natur. Und ich bin gespannt, wie es heute Abend ist, wenn wir dann im Zelt schlafen. Eben war hier so ein Typ, der hat gesagt, das ist voll gesund. Also probieren wir das mal. So. Schmeckt sehr metallisch. Nee. Kann ich nicht so empfehlen, auch wenn es gesund sein soll. Ja, das waren jetzt hier die zweiten Mineralquellen. Sieht richtig krass hier aus und das Gestein ist so richtig rot geworden. Aber geschmeckt hat es ja nicht. Ne? Nee, überhaupt nicht. Deswegen lassen wir das mit dem Trinken.
Oh Gott, das wackelt richtig toll. Oh Gott. Ich würde sagen, eine Person nach der anderen. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Georgien ist nichts für schwache Nerven. Gott. Oh Mann. Oh, Esel. Erstmal was trinken. Hier ist jetzt echt so wie im Nirgendwo, ne? Ja, wobei hier sind ja schon ein paar abgeranzte Häuser und ein paar Leute schon, aber ja, man fühlt sich irgendwie sehr weit weg von der Zivilisation. So ist bestimmt auch die Mongolei. Das ist nämlich eins unserer Traumziele, es bis in die Mongolei zu schaffen. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir machen das so Schritt bei Schritt. Ja, damit wir sowas machen können, wollte ich gerne nach Georgien, weil ich glaube irgendwie in Schweden oder so ist wahrscheinlich jetzt sehr voll mit vielen Campern. Ich meine, es war ja schon voll, als wir in Norwegen waren, weil da gerade also sonst überall Lockdown war und so. Aber mit anderen Reisenden, und das ist hier irgendwie ganz cool, dass man auch mal so voll für sich sein kann. Und trotzdem manchmal Leute trifft. Also es ist irgendwie die perfekte Mischung. So, dann gehen wir weiter, ne? Wir waren jetzt so 4 Stunden unterwegs. Wir haben es auch bald geschafft. Wir können das schon die ganze Zeit sehen, aber es halt, zieht sich halt hier so durch dieses Tal. Das sieht immer, ich finde es so krass in den Bergen. Das ist so, man denkt so, ach, ich laufe da kurz hin, das ist überhaupt nicht weit. Und dann läufst du und es zieht sich. Ich finde es so krass, wie meine Wahrnehmung einfach so ganz anders ist. Jetzt kommen wir hier noch in so ein kleines Dorf. Das ist nur so halb verlassen. Und das eine Haus sieht aus wie bei Harry Potter. Wie der Fuchsbau, das Haus der Weasleys. Wir glauben, dass es wahrscheinlich einfach nur so ein Gasthaus ist, aber werden es jetzt mal sehen. Mal klopfen und fragen. Hallo, sind die Weasleys hier? Und Harry Potter? Also nee, war nicht von den Weasleys. Sieht auch ein bisschen anders aus jetzt, wo wir näher sind. Aber trotzdem voll das coole Haus, ne? Ja, sehr historisch irgendwie. Also natürlich ein bisschen neu gebaut, aber irgendwie noch so im alten Stil. Jetzt haben wir es bald geschafft. Wird auch Zeit. Es zieht sich schon ganz schön. Ah, da ist es schon. Noch ein paar 100 Meter. Yay! Da! So, wir haben es jetzt zur Burg geschafft. Die ist direkt da. Na, was heißt direkt da? Hier geht es natürlich jetzt noch mal hoch. Wir wollen jetzt mal da oben auschecken, ob wir da zelten können. Es ist jetzt auch schon hier unten recht windig. Deswegen müssen wir mal gucken, ob es da oben, ist es wahrscheinlich noch windiger, ob es gar nicht geht und ob wir unten zelten oder ob halt da oben oder ob wir in der Burg zelten. Weil das ist ja nur so eine Ruine. Deswegen mal sehen. Erstmal müssen wir hier hochkommen. Wow, was ein geiler Ort. Voll die krasse Aussicht hier. Was ist hier so? Ja, Wenn ich duckst, dann kriegst du nicht so viel Wind ab. na gut. Ich kann aber nichts dafür, wenn der Wind dreht. Da müssen wir umziehen.
Wir sind jetzt in unserem gemütlichen Zelt angekommen, also haben es aufgebaut und was jetzt ganz dringend nötig ist, ist was Warmes zu essen, deswegen kochen wir jetzt mal. Und das Zelt raschelt noch ganz schön, weil es sehr windig ist. Wir hoffen, dass der Wind dann später aufhört, weil sonst wird es ein bisschen schwer mit Schlafen, wenn es die ganze Zeit so raschelt. Bei uns gibt es nämlich heute so, wie nennt man die denn nochmal? Rahmennudeln, so fertig Rahmennudeln. Champignon-Flavor. Hä? Wo ist denn der Flavor? Ah, da. Oh Gott. Ein Paket muss doch noch sein, oder? Nee, das sind 2. Ach so, doch mit so einer Soße, oder? Nehmen wir die kleinen Champignons. Betrug. Betrug. Wo sind die Champignons? Wir hätten übrigens auch richtig gerne draußen gekocht, aber durch den Wind hatten wir ein bisschen Angst, dass dann das Feuer sofort wieder ausgeht und so langsam sind wir ziemlich hungrig. Naja, wir haben auf jeden Fall einen richtig geilen Blick nach draußen und können vielleicht dann morgen draußen frühstücken, weil leider jetzt die Sonne auch so langsam hinter den Bergen verschwunden ist. Also waren wir ein bisschen spät dran, aber es ist trotzdem auf jeden Fall einmalig, jetzt hier mitten im Kaukasus im Zelt zu sitzen und gleich was Leckeres zu essen. Yummy! Gourmet Camping essen. Mal so gar nicht. Oh, ein bisschen frisch, aber schön. Eigentlich sind wir ja extra so früh aufgestanden und haben uns einen Wecker gestellt, damit wir voll den schönen Sonnenaufgang haben. Aber durch die Wolken und Berge hat es irgendwie nicht so geklappt. Also man sieht, die Realität ist oft anders und es ist nicht, man macht das Zelt auf und alles ist in wunderschönem goldenen Licht. Deswegen lohnt es sich jetzt auch nicht, hier noch ewig zu bleiben. Deswegen frühstücken, zusammenpacken und dann geht's weiter und dann wird es irgendwann wärmer und die Sonne kommt und das wird dann auch schön. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, doch Nudeln zu frühstücken. Die wollten wir eigentlich heute Mittag noch mal essen, aber es ist jetzt noch so kalt, also das unterschätzt man natürlich auch, wie kalt es nachts auch im Sommer in den Bergen und so wird. Das heißt, wir essen jetzt was Schönes Warmes zum Frühstück und heute Mittag dann ein paar der Snacks und wir haben noch ein paar Pancakes, die Mariano gemacht hat, das essen wir dann lieber heute Mittag. Ah, jetzt wird es langsam heller. Ich glaube, da kommt irgendwann langsam die Sonne. Nice. Oh, heiß. Oh, ein gutes Campingfrühstück. Ja, voll. Mhm. Puh, ist mir ganz schwindelig. Oh nein, nicht umkippen. Nee. Oh Gott. Bis einer sich ein Auge aussticht. Ui. Okay. Oh nee, da sind schon wieder Kühe.
Es war ja klar, dass genau jetzt, wo wir runter sind von dem Hügel mit der Burg, dass da dann jetzt genau die Sonne scheint. Aber naja, dann ist es auch ein bisschen besser für die Wanderung, wenn da die Sonne scheint und es ein bisschen wärmer wird. Hallo Pferdi. Das ist so cool in Georgien, es sind so viele Halbwildpferde. Oh, guck mal, die wollen hier, dass wir mit denen zurückreiten zum Parkplatz. Hallo Pferdi. Hallo. Oh. Jetzt wird's warm. Ja. Toll. Wir sind einfach eine Stunde zu früh aufgestanden oder 2. Jetzt auf dem Rückweg laufen wir auf der anderen Flussseite lang, um bei diesem kleinen Mineralsee rauszukommen. Ja, nochmal einfach die andere Seite uns auch anzuschauen. Ja. Aber wir müssen erstmal den Weg finden. Ja. Das ist auf jeden Fall hier nicht der offizielle. Aber irgendwie kommen wir da schon hin. Ja, ich glaube auch. Es gibt hier einen kleinen Gemüsesnack und es ist ja voll lustig, dass wir Äpfel und Birnen und so einfach so auf der Hand essen, aber Paprika zum Beispiel nicht. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Klappt genauso gut. Wie Alex Honnold. Genau. Voll gutes Snack. Mhm. Ui, das blubbert auch so. Ja. Krass. Wir müssen das jetzt auch wieder probieren. Also alle anderen Touristen, die jetzt gerade hier sind, haben sogar Plastikflaschen dabei, wo sie jetzt dieses Mineralwasser irgendwie reinfüllen. Und jetzt probieren wir das auch einfach nochmal. Also es riecht wirklich wie so eine heiße Quelle, so ein bisschen schwefelig und salzig. Und man sieht halt auch voll die Blubberblasen, wo die Quelle irgendwie emporsteigt. Ich glaube, das schmeckt wieder richtig kacke. Ja, ne? Und es ist halt spannend, weil es ist halt anders als heiße Quellen, ne? Nicht warm. Aber so ein Schluck ist vielleicht richtig gut für uns. Also machen wir das mal. Oh, das riecht wieder so richtig wie das, was ich gestern schon probiert habe. Hast du schon probiert? Nee. Okay, bei 3. Riecht komisch. 1, 2, 3. Es schmeckt wie vergorener Apfelsaft oder irgendwas. Und wie Blut. So eisenhaltig, oder? So, nächste Snackpause. Pancakes. Ja, und Gemüse und Obst haben wir auch immer noch. Ja, und Walnüsse haben wir auch noch irgendwo. Naja. Ich würde sagen, wir haben sehr gut geplant. Ah, ich dachte, man kann da drin schwimmen. Ja, ich auch. Ja, wir haben extra Badesachen dabei, ne? Mist. Oh je. Eine Treppe aus Autoreifen. Aber es funktioniert. Aber es ist auch so ein bisschen wabbelig. Jetzt sind wir auch gefühlt wieder mehr in der Zivilisation angekommen. Heute Morgen so aufgewacht an einer verlassenen Burg mit irgendwelchen Pferden und Kühen. Und jetzt sieht man hier wieder viele Autos, trifft viele andere Menschen. Interessanter Kontrast auf jeden Fall. Bis hierhin fahren, glauben wir nämlich auch vor allem diese Touri-Taxen. Wir wurden auf jeden Fall auch mehrmals in Stephansmünde angesprochen, ob wir ins Truso Valley wollen. Und das ist hier. Dementsprechend trifft man hier natürlich mehr Leute und es gibt ein Café und so weiter. Und je weiter man natürlich dann in dieses Tal reingeht, da wo wir waren, über die Brücke kommt kein Auto mehr, da ist man dann schon auf jeden Fall mehr im Niemandsland und sehr abgeschieden. Und typisch georgisch, die ersten Artikel auf der Liste vom Café: Bier, Wodka und Wein. Nicht Kaffee oder so? Ja, yeah, geschafft. Boah, endlich. Oh ja. Fast genau 24 Stunden später sind wir jetzt wieder zurück. Und was lernen wir daraus? Draußen ist immer besser, aber auch ganz schön anstrengend. Ja. Also es war voll gut und ich habe echt Respekt für Leute, die
nur mit dem Rucksack und hauptsächlich zu Fuß unterwegs sind und irgendwie Zelt und so. Ich meine, es ist nochmal was anderes, wenn du backpackst und irgendwie eine feste Unterkunft dir dann buchst. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, aber auch dann ist es schon irgendwie einfach krasser Luxus, so ein Van zu haben, der dein Zuhause ist, wo du halt sowas wie einen Kleiderschrank hast und eine eigene Küche und so. Also, ja. Das Truso-Tal oder die Schlucht lohnt sich auf jeden Fall voll, weil es gab voll viele verschiedene Sachen zu sehen, irgendwie verschiedene Mineralquellen, der Mineralsee, dann einmal ist es eine Schlucht, dann ist wieder so ein krasses Tal, diese Festung und einfach dann so diese leere Weite war voll krass. Ja, je weiter man geht, desto weniger Leute trifft man halt und das ist irgendwie ein ganz besonderes Gefühl, was es ja in Zentraleuropa nicht so viel gibt. Das ist einfach so, da sind einfach viele Menschen und auch viele Touristen unterwegs und das war jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal ganz anders und voll schön. Wir werden jetzt uns gleich irgendwie nochmal zurückfahren, nur noch chillen, was Geiles essen, duschen und sehen uns dann beim nächsten Video. Ja, Nas beim Dies. nach dem Dies. Auch das Absurdeste an YouTube-Videos, dass man die Kamera da so hinstellt und dann läuft man so weg und dann muss man ja wieder zurücklaufen. Ist eigentlich voll bescheuert.